Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Im letzten Video haben wir uns Düfte für Frauen angeschaut, die die Stimmung etwas aufhellen. Heute sind die Männer der Schöpfung an der Reihe. Das heißt, ich habe euch 5 Düfte mitgebracht, die auch deine Stimmung vielleicht wieder etwas anheben lassen in dieser doch eher tristeren, kälteren Jahreszeit. Ich habe mich vor allem an eher zitrischen, aquatischen Düften orientiert, weil denen einfach nachweislich gesagt wird, dass die Stimmung dadurch verbessert wird. Und genug der langen Vorrede, ich würde sagen, wir starten gleich durch mit dem allerersten Duft. Der erste Duft, den ich euch mitgebracht habe, ist von Parfums de Marly, der Dali. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Gleich, wenn man den riecht, kommt einem die Minze in die Nase und die zitrische Note. Das ist auch das, was am Anfang bei dem Duft auf jeden Fall überwiegt, dieses Zitrische, dieses Minzige. Was aber auch rauskommt, und das ist bei gar nicht so vielen Düften, finde ich, der Fall, ist die schöne Lavendelnote. Und ich finde, das gibt dem Duft auch so eine kleine Sinnlichkeit mit rein. Parfums de Marly hat ja normalerweise Düfte, die wahnsinnig intensiv sind. Ich muss sagen, der Dali, der reißt aus dieser Reihe so ein bisschen raus, was ja auch sehr, sehr schön ist. Der Duft ist von der Silage nicht ganz so stark wie die normalen Parfums de Marly Düfte, also die anderen Düfte von der Marke. Ist trotzdem aber wirklich schön und es lohnt sich auf jeden Fall auch mal diesen Ausreißer zu testen. Hier auf dem Streifen habe ich den Duft schon vor einer Weile aufgetragen, weil es mir natürlich auch wichtig ist zu schauen, wie entwickelt sich der Duft. Und wenn man den Duft eine Weile auch auf der Haut trägt, dann wird er ein bisschen wärmer, man riecht so ein bisschen auch die Kräuter und die Gewürze raus. Wir haben hier eine leichte holzige Note auch mit drin, die eben diese Wärme nochmal unterstützt. Auch die Patchouli kommt da nochmal stärker mit raus. Und was auch schön ist, dass wir auf jeden Fall auch eine kleine Süße mit drin haben, durch die Rose, aber vor allem auch durch die Tonkabohne. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein zitrischer, frischer Duft. Also die Süße, die überwiegt definitiv nicht in dem Duft, sondern der gibt schon so einen richtigen Frischekick, finde ich. Was den Duft eben ausmacht, ist diese Kombination aus dieser Minze und dieser zitrischen Frische, sage ich mal, am Anfang von dem Duft. Und dann die Entwicklung einfach mit der Zeit, die einfach in diese etwas rundere, etwas wärmere, etwas holzigere Richtung auch geht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Duft. Da passiert wahnsinnig viel in der Duftentwicklung. Und ich glaube, gerade deswegen ist es auch ein Duft, der vielen von euch gefallen könnte. Es ist wirklich ein Duft, der unkompliziert zu tragen ist, der sich wirklich auch zu jeder Gelegenheit eignet, weil er eben auch von der Intensität sehr, sehr angenehm ist. Also er ist fast schon so ein bisschen hautnah in der Entwicklung, finde ich. Wirklich, wirklich ein schöner Duft, wenn du eben auf so zitrische Düfte mit einer kleinen Holznote auch mit drin stehst. Probier den doch einfach mal aus. Während der erste Duft wirklich in so eine minzige, zitrische Richtung gegangen ist, ist der zweite Duft wirklich das komplette Gegenteil, würde ich jetzt fast schon sagen. Und zwar von Giardino Benessere, der Salaria. Und der Salaria ist wirklich so ein Aquat, wie er im Bilderbuch steht. Also jetzt auch beim Aufsprühen gerade, der ist so aquatisch, da kommen sofort die Salzakkorde auch mit raus. Also geht in eine komplett andere Richtung. Ich finde den Duft aber wunderschön für einen Aquaten, weil er wirklich nicht so dieses muffige Meeres- oder Fischgerüche da mit drin hat, so wie man es vielleicht von anderen klassischen Aquaten kennt. Sondern der Salaria ist wirklich sehr viel feiner komponiert, finde ich. Der Duft erinnert mich einfach an einen Tag am Meer. Man war gerade so im Meer drin, hat noch die Salzkristalle auf der Haut, kommt raus, legt sich in die Sonne. Und ich weiß nicht, ob du den Duft dann in die Nase bekommst, aber das hat immer so einen ganz besonderen Duft, wie die Haut dann riecht. Und daran erinnert mich auf jeden Fall der Duft. Er ist sehr, sehr schön komponiert, sehr einfach komponiert, würde ich fast schon sagen. Es ist aber natürlich schon ein besonderer Duft, also man muss einfach diese grünen Noten, die da drin sind und diesen Salzakkord natürlich mögen. Also das muss man natürlich schon dazu sagen. Ich finde aber wirklich, dass es ein sehr schöner Duft ist für einen Aquaten. Und je länger der auf der Haut oder auch auf dem Streifen drauf ist, desto mehr kommt auch tatsächlich diese moosige Note mit raus, die auf jeden Fall in dem Duft auch mit drinnen ist. Und Giardino Benessere heißt ja übersetzt Garten des Wohlbefindens. Und tatsächlich ist es so, dass bei der Marke die Düfte meistens eben so von der Natur und vom Wohlbefinden des eigenen Körpers inspiriert sind. Und deswegen ist der Duft natürlich mit diesem Meeres-Salzakkord
auf jeden Fall ein Volltreffer. Dem Duft wird tatsächlich auch so eine gewisse Entspanntheit zugeschrieben, also er soll so ein bisschen relaxen. Ich weiß, das tut auch hier in der Reihe, wo es eigentlich um Stimmungsaufheller gehen soll, so ein bisschen ausreißen. Ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, weil ich finde, alles, was irgendwie um Meer, Salz auf der Haut, Sonne auf der Haut angeht, bei mir jetzt persönlich schon auch ein gewisses Stimmungshoch auslöst. Insofern, wenn du aquatische Düfte magst, dann probier auf jeden Fall mal den Salaria aus. Es ist wirklich ein schöner Duft, aber es ist halt ein Typ-Duft, sage ich jetzt mal. Den muss man natürlich schon mögen. Der nächste Duft geht eher wieder in so einen klassischen, frischen, zitrischen Duft mit rein. Und zwar ist es von Bon Parfumeur der 004. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr schöner Duft. Ja, also beim ersten Riechen sofort die zitrischen Noten mit raus. Wir haben eine wahnsinnige Frische mit drin, eine wahnsinnige Power, auch für so einen zitrischen Duft, finde ich. Was ich an dem Duft so wahnsinnig spannend finde, ist, wenn man den auf der Haut trägt, dann wird der zunehmend für so einen zitrischen Duft sehr, sehr cremig, würde ich fast schon sagen. Also er verfliegt nicht so schnell, sondern er bekommt so eine gewisse Cremigkeit und Intensität mit rein, was ich wirklich sehr, sehr schön finde und eben gar nicht typisch für so einen sehr, sehr zitrischen Duft. Was auch schön ist, dass mit der Zeit da eben so eine gewürzige Note mit rauskommt und so eine grüne Note, was dem Duft so eine gewisse Herbigkeit auch mit rein gibt, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Was man in dem Duft definitiv rausriecht, ist so ein ganz schönes, sanftes Mandarinenaroma. Also wir haben hier nicht nur Zitrone, sondern wir haben tatsächlich auch die Mandarine als Aroma mit drin. Das riecht man auch auf jeden Fall raus, was den Duft auch so ein bisschen eine kleine Süße nochmal mit reingibt. Also sehr, sehr angenehm, trotzdem zitrisch, mini kleine Süße mit drin und eben diese gewisse Cremigkeit, wenn man das zu einem zitrischen Duft überhaupt sagen kann. Aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Bei mir kommen da Bilder von so milden Sommernächten, also ein Tag, der mega heiß war, der aber runtergekühlt ist. Man geht irgendwie noch durch die aufgeheizte Stadt durch. Also das ist definitiv ein Duft, den man natürlich im Sommer tragen kann. Deswegen kommt mir auch die Assoziation in den Kopf, die aber an so tristeren Tagen, wie sie einfach gerade sind, definitiv auch die Stimmung auf ein Hoch bringen. Im Verlauf des Duftes haben wir auf jeden Fall auch eine würzige Note mit drin, die einfach schön ist, diese Kombination aus Zitrus, Mandarine, ganz kleine Süße und Würzigkeit ist wirklich, wirklich schön. Ich persönlich mag die Düfte von Bon Parfumeur allesamt sehr, sehr gerne. Ich finde, die sind sehr, sehr besonders. Und auch hier, diese Düfte sind wirklich easy zu tragen, ne? Also zu jedem Anlass, zu jeder Tageszeit. Die sind überhaupt nicht aufdringlich und das liebe ich auch an Düften. Also das ist so ein perfekter Allrounder meiner Meinung nach. Next One ist der Renaissance von Xerjoff. Und das ist wirklich auch für die Marke Xerjoff ein sehr besonderer Duft, würde ich jetzt mal sagen, der so aus den klassischen Düften der Marke so ein bisschen rausbricht. Ups. Wahnsinnig zitrisch. Die zitrische Note geht sofort in die Nase mit rein, die aber gleich begleitet wird durch eine grüne und etwas herbere Note tatsächlich. Das ist das, was man als erstes riecht. Der Duft ist wahnsinnig prickelnd und belebend. Also der bringt auf jeden Fall jeden grauen Tag zum Strahlen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Launegarant, würde ich jetzt mal sogar sagen. Was an dem Duft so wahnsinnig spannend ist, wenn man den länger auch trägt, diese Zitrusnote, die verfliegt nicht. Also oft ist es ja auch so, dass man Zitrusdüfte aufträgt, am Anfang wahnsinnig zitrisch im ersten Riechen, aber irgendwie lässt es schnell nach und es wird nur noch süß. Diese Zitrusnote bei dem Renaissance bleibt definitiv erhalten. Sie wird aber auch ergänzt durch eine kleine, süße, sogar leicht blumige Note. Aber ganz wichtig, das ist jetzt kein süßer Duft, ne? Aber es wird einfach abgerundet. Also diese wirklich zitrische Power, die da am Anfang rauskommt, wird schön abgerundet durch eine kleine süße Note, durch auch die Blume, die da mit drin ist. Die Spritzigkeit, die am Anfang bei dem Duft definitiv zu riechen ist, wird im Duftverlauf durch so eine trockene Zeder auch etwas, ja, ich würde mal sagen, runtergedimmt, sodass wir letztendlich in der Komposition einen wirklich sehr, sehr ausgeglichenen, ja, empowernden Duft haben. Ganz, ganz toll mit den leicht grünen Noten, mit dem Moos, was da mit drin ist, auch mit dieser Patchouli, die da mit rauskommt. Der Duft ist wirklich, wirklich schön.
Da tut sich viel in der Duftentwicklung tatsächlich und der hat auch eine tolle Haltbarkeit. Und für mich gerade durch die moosige Entwicklung hier in dem Duft wirklich sehr, sehr schön. Also wenn du auf zitrische, bisschen Holz mit drin und moosige Düfte stehst, dann probier auf jeden Fall mal den Renaissance von Xerjoff aus. Der wird dir dann auf jeden Fall gefallen. Als letzten Duft habe ich dir so für mich jetzt mal einen klassischen Freshie mit dabei. Und zwar von der tollen Marke Emile Elise, der Hangover Meditation. Und ich finde, das ist wirklich ein Duft, der, wie gesagt, für mich so ein klassischer Freshie ist. Ja, die Frische kommt sofort in die Nase. Wir haben ja auch natürlich einen zitrischen Einschlag mit rein. Das ist für mich ein recht unaufgeregter Duft. Ein Duft, wo ich glaube, dass sehr vielen Menschen gefallen wird. Der ist also sehr gefällig, wenn man das so sagen kann. Der hat tatsächlich auch eine synthetische Note mit drin. Also das muss man einfach wissen bei diesem Duft. Wir haben hier Synthetik mit drin, die den Duft aber meiner Meinung nach nicht irgendwie schlechter macht. Im Gegenteil, ich finde, dass das dem Duft tatsächlich nochmal so einen extra frische Kick nochmal mit reingibt. Im Verlauf haben wir definitiv Hölzer mit in dem Duft mit drin, die quasi die Basis des Duftes dann auch bilden, die den Duft so in gewisser Art und Weise auch mit abrunden. Wenn du also der Freshie-Typ bist, dann ist der Duft auf jeden Fall für dich geeignet. Ich finde, der hat was Duschgel-mäßiges schon auch mit drin für mich. Das ist ein Duft, der auch den ganzen Tag funktioniert, der zu jedem Anlass funktioniert. Wirklich sehr unkompliziert. Und der lohnt sich dennoch zum Ausprobieren. Jetzt hatten wir eine komplette Bandbreite an stimmungsaufhellenden Düften mit dabei. Ich hoffe, dass auch ein passender Duft für dich mit dabei ist. Wenn du mal experimentierfreudig sein möchtest und vielleicht diese Meeresakkorde noch nicht kennst, dann kann ich dir auf jeden Fall von Giardino Benessere den Salaria empfehlen. Probier den mal aus, weil ich finde, das ist wirklich ein Meeresduft, der sehr gut verträglich ist, wenn man das mal so sagen kann. Damit experimentierst du auf jeden Fall so ein bisschen. Wenn du wirklich auf die komplett sichere Seite gehen möchtest, dann kannst du auf jeden Fall den Hangover Meditation von Emile Elise ausprobieren. Damit machst du auf keinen Fall was falsch. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du einen von den Düften vielleicht schon kennst und wie du ihn findest. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du einen von den Düften doch mal ausprobiert hast aufgrund meines Videos und mir in die Kommentare schreibst, wie er dir gefallen hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.